Hi, ich bin Christopher von iDock und heute möchte ich dir zeigen, wie du den Akku von deinem Samsung Galaxy S7 Edge austauschen kannst. Die Reparatur ist wirklich ziemlich schwer, weil der Akku stark verklebt ist und du solltest so 60 Minuten dafür einplanen. Du brauchst folgendes Werkzeug für die Reparatur: einen Stahlspatel, mehrere Plektren, einen Saugnapf, eine Pinzette, einen Phillips-Schraubendreher und einen Spacer. Außerdem empfehle ich dir noch eine Magnetmatte, damit du deine Schrauben ordentlich wegsortieren kannst. Das genannte Werkzeug findest du in unserem Shop und solltest du an einer Stelle nicht weiterkommen, kannst du auch die bebilderte Anleitung auf unserer Internetseite aufrufen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du diese über die Kommentarfunktion stellen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Reparatur. Bevor du mit der Reparatur beginnst, ist es sinnvoll, das Gerät auszuschalten. Dafür drück den Standby-Button und bestätige dann den Befehl mit dem Finger auf dem Display. Zuallererst entfernst du den Schlitten für die SIM-Karte und die MicroSD-Karte. In diesem Schritt entfernst du das Backcover. Erwärme das Backcover dafür mit dem Heißluftföhn. Setze danach den Saugnapf mittig am Gerät an und ziehe daran. Sobald sich ein Spalt zwischen dem Gerät und dem Backcover auftut, kannst du dort mit einem Plektrum nachsetzen. Damit das Backcover nicht erneut festklebt, setze weitere Plektren ein. Jetzt kannst du die 12 Schrauben lösen, die die 3 Antennen am Gerät befestigen. Die obere und die Unterantenne sind für den WLAN und den Handyempfang und die mittlere Antenne ist für das kabellose Laden gedacht. Die Schrauben sind alle gleich lang, hier besteht keine Verwechslungsgefahr. Falls eine der Schrauben beim Herausdrehen hängen bleibt, zieh sie einfach mit der Pinzette heraus. Entferne jetzt die 3 Antennen, beginne dazu mit dem Klebestreifen in der rechten unteren Ecke, löse diesen mit der Pinzette. Danach kannst du oben beginnend eine Antenne nach der anderen entfernen. Hake bei der oberen Antenne ungefähr auf der Höhe des SIM-Kartenslots ein. Dort ist ein Schlitz, den du dein Werkzeug führen kannst. Hebe jetzt die Abdeckung vorsichtig heraus und setze dann nochmal links von der Kamera dein Werkzeug an. Löse die mittlere Antenne, indem du dein Werkzeug ungefähr auf Höhe des Lautstärke-Buttons einführst. Hast du die Abdeckung gelockert, kannst du sie hochklappen und entfernen. Bei der unteren Antenne kannst du dein Werkzeug auf Höhe des Lautsprechers ansetzen. Bevor du deine Reparatur jetzt fortsetzt, solltest du den Akku trennen. Hake dafür unter den Kontakt und löse diesen vom Logic Board. In diesem Schritt entfernst du die Frontkamera. Löse dafür den Kontakt mit dem Spacer und nimm die Kamera dann heraus. Trenne die folgenden Kontakte: Lautstärkewippe, Näherungssensor, Hörmuschel, Display, Standby-Button, den Konnektor für die Bedientasten und die beiden Antennen für WLAN und Mobilfunk. Hast du alle Verbindungen getrennt, kannst du das Logic Board aus dem Rahmen herausheben. Beachte dabei aber, dass es auf der Unterseite mit dem USB-Konnektor verbunden ist. Klappe das Logic Board langsam hoch und sobald du die Verbindung siehst, kannst du den Konnektor trennen. Um den Akku zu entfernen, benötigst du den Stahlspatel. Nimm am besten die flache Seite, damit du nicht in den Akku hineinstichst. Und führe dann den Spatel seitlich zwischen Akku und Gehäuse und heble vorsichtig, damit der Akku bzw. der Klebstoff sich vom Gehäuse löst. Das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe, weil der Klebstoff sehr hartnäckig ist. Beachte auch, dass du auf keinen Fall mit dem Stahlspatel irgendwie in den Akku eindringst. Da der Spatel aus Metall ist, würde er einen Kurzschluss auslösen und eventuell dazu führen, dass der Akku sich stark erhitzt oder sogar explodiert. Sobald du dann den Akku etwas
von allen Seiten gelöst hast, kannst du versuchen, den Stahlspatel darunter zu führen und den Klebstoff an allen Seiten zu lösen. Sofern er dann etwas hochkommt, kannst du ihn dann, oder den Rest kannst du dann mit den Fingern machen und dann entfernen. Um den Akku wieder einzubauen, setzt du ihn in die Mulde im Gehäuse ein und drückst ihn dann mit den Fingern fest, damit er sich ordentlich verklebt. Um das Logic Board wieder einzusetzen, verbinde zuerst den USB-Konnektor, klappe es dann herunter und führe es an den Flexkabeln vorbei. Wenn es dann ordentlich im Gehäuse sitzt, kannst du alle Verbindungen wiederherstellen. Verbinde jetzt alle Steckkontakte wieder mit dem Logic Board. Drücke sie mit leichtem Druck und etwas Gefühl wieder an. Sie müssen alle mit einem kleinen Klickgeräusch einrasten. Klappt es nicht sofort, setze sie nochmal an und versuche es ein zweites Mal. Setze die Frontkamera wieder in ihre Öffnung und befestige den Kontakt am Logic Board. Schließe jetzt den Akku wieder an. Verbinde dafür den Konnektor mit dem Logic Board. Setze die 3 Antennen wieder ein. Hake die untere Antenne am unteren Rand des Gerätes ein und drücke sie dann herunter. Setze danach die mittlere Antenne wieder ein. Diese muss zuerst an der unteren Antenne eingehakt werden und kann dann am Gerät befestigt werden. Zu guter Letzt kannst du die dritte Antenne anbringen. Setze sie dafür an der mittleren Antenne an und drücke sie dann herunter. Wenn du alle 3 Antennen eingesetzt hast, vergiss den Klebestreifen nicht. Um die Antennen zu befestigen, schraube jetzt die 12 Schrauben wieder herein. Setze jetzt das Backcover wieder auf, drücke es dazu fest an, damit sich der Klebstoff ordentlich mit dem Rahmen verbindet. Um die Reparatur abzuschließen, setze den SIM-Kartenschlitten wieder ein. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise können über die Kommentarfunktion gestellt werden und die werde ich gerne beantworten. Bis zum nächsten Mal.